What changed? Einfach nur hineinfühlen, was sich verändert hat. No right or wrong or good or bad, just a noticing. Nichts ist falsch und nichts ist richtig. Einfach nur das, was ist. Anschauen. And what happens when we give ourselves time to notice? Und was geschieht, wenn wir uns selbst die Zeit einräumen, einfach hinzuspüren? Does something happen? Passiert da was, genau? Just in the noticing. Und einfach nur hinspüren. Are there any questions or comments at the moment that anyone would like to make? Gibt es irgendwelche Fragen oder etwas zu berichten? Möchte jemand was sagen? Ich muss jetzt was sagen, weil jetzt zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, ich war jetzt draußen und vorher war ich beim Handlesen und da habe ich die Hand da drauf gelegt und dann bekam ich so einen Ausdruck. Okay, I was outside at some of the booths and there was somebody that was reading the palm, and so he put the palm out and then the computer just printed something out. And I saw immediately that this is cheating, but I didn't care. Und ich habe sofort wahrgenommen, dass jemand mich irgendwie betrügen wollte, aber es war mir irgendwie auch egal. And now I said to this guy, this is not correct. Und dann habe ich zu demjenigen gesagt, du, das ist nicht so ganz richtig, was du machst. And now I feel like affected. Und jetzt fühle ich einfach, dass das einen Einfluss auf mich hat. I could also decided to say nothing and stay in my presence. Ich könnte mich genauso gut entscheiden, nichts zu sagen und einfach in meiner eigenen Aufmerksamkeit oder in meinem Moment zu bleiben. But actually I knew that I will fall out in my some feelings. Aber ich wusste ganz genau, dass es mir passiert, dass ich irgendwie in Gefühle gerate über diese Geschichte. So my question, it is very good to stay inside, but the life and the situations will anytime pull me out. Also ich weiß, dass es sehr, sehr gut ist, in meiner Mitte zu bleiben, aber ich nehme auch wahr, dass das Leben mich immer wieder rauszieht, immer wieder irgendwo anders hinzieht. So, what is the motivation for speaking? Was ist die Motivation? Warum sprichst du im Moment darüber? Die Motivation ist, Take a moment, stop. Take a moment. Nimm dir ein bisschen Zeit, bevor du sprichst. Just really take a look, a deep look. Und schau nach innen, ganz tief. You can look on the surface, you can look deep. Du kannst an der Oberfläche schauen oder du kannst ein Stück tiefer gehen. You want an answer? The motivation was to come back to the state again. Meine Motivation war eigentlich nur, dass ich wieder zurück zu diesem Zustand komme, in dem ich jetzt gerade wieder bin.
Interesting, yeah? Yeah. So here we are. And then a movement happens. Jetzt sind wir gerade hier und dann passiert auf einmal eine Bewegung. And then noticing in that movement that something happened. Und in dieser Bewegung ist etwas geschehen. Because you can't come back to this moment if you don't leave it. Yeah? You can't come back if you didn't leave. Yeah? Und du kannst gar nicht zu diesem Moment zurückkehren, wenn du ihn nicht verlassen willst. But actually, I know that this is with your help. I came back. So what to do if I'm somewhere and same? Also ich weiß, dass ich eigentlich nur mit deiner Hilfe zurückgekommen bin hier in den Moment. Aber was mache ich, wenn ich mit mir bin und dann passiert das? So, let's see what we have going for us. Lass uns schauen, was wir machen können. There's awareness, Da gibt es die Aufmerksamkeit which has the capacity to notice. mit der Fähigkeit, genau wahrzunehmen, zu erkennen. And then the patterns that play, Und dann die Muster, die einfach spielen, die laufen, where very little noticing happens. wo wir gar nicht oder nur ganz, ganz wenig darüber bewusst sind. Or very superficial noticing. Yeah? Die wir nur so ganz an der Oberfläche wahrnehmen. Once a pattern is playing and we're running, Wenn einmal dieses Muster angefangen hat, selbst zu spielen und wir dann anfangen, dementsprechend zu laufen, we don't notice much. dann wissen wir kaum mehr was. Isn't it? Yeah. And yet the simple taking a moment to notice what's going on in you Und einfach nur diesen Moment zu nehmen, sich selbst zu nehmen und zu schauen, was geschieht eigentlich in mir. nothing right, nothing wrong, Nichts ist richtig und nichts ist falsch. just to noticing. Einfach nur hinschauen und wahrnehmen. And you could feel the moment that noticing happened, the system quieted down. Und du kannst spüren, dass in dem Moment, wo du einfach wahrnimmst, dein ganzes System langsam sich beruhigt. It's so quick that our system speeds up. Yeah? Es geht so schnell, dass unser System schneller wird. And we love it when it slows down. Und wir lieben es, wenn es wieder langsamer und ruhiger wird. Anything else? Any other comments? Or please. My subconscious is a little bit hurt
Because I love my subconscious and it has so many patterns that I really love and that I'm thankful for. Und es weiß so viel mehr als mein Bewusstsein. And it knows so much more than my consciousness does. Und ich liebe es, in mein unbewusstes Vertrauen und Liebe. And I love to really give all my trust in my subconscious. Und ich frage mich, ist es ein Widerspruch? And I ask myself, is it a contradiction? Yeah. To me, how it seems is that if something troubles us, Und mir scheint es, wenn irgendetwas uns beunruhigt, oder like if you put on a sock zum Beispiel, wenn man einfach eine Socke anzieht and it's got something that's pricking you. und es hat irgendwo einen kleinen Krümel drin, der einen sticht. In my experience, I don't just leave it. In meiner Erfahrung ist es so, dass ich nicht einfach diesen Krümel drin lasse. I play with it until I find what it is that's scratching me. Yeah? Und ich spiele so lange herum, bis ich rausfinde, was mich darüber beunruhigt oder stört. How's it for you? And for me, when there's something going on that's causing difficulty for me, Und für mich, wenn ich irgendetwas finde, was mir Schwierigkeiten bereitet, and for everyone around me and the people I love, und auch für diejenigen, die um mich herum sind und die Menschen, die ich liebe, then I'm really curious to bring it to peace. dann bin ich wirklich damit beschäftigt, wie ich das wieder in Frieden bringen kann. Because if I don't see what it is, then it'll trouble me the rest of my life. Denn wenn ich nicht sehe, was es ist, dann wird es mich für den Rest meines Lebens stören. Ich habe die Erfahrung gemacht, I made the experience. wenn ich es annehme und loslasse, If I accept it and then let go, dann ist mein Unterbewusstsein sehr friedlich. then my subconscious is very peaceful. Nicht mit dem Streisel in der Socke. Nicht mit dem Stein in der Socke. Aber Okay, not with a stone in the sock. Yeah. So, when I'm talking about unconscious patterns, Wenn ich über unbewusste Muster spreche, I'm talking about conditioning that happened for us dann spreche ich über die Konditionierung, die uns eines Tages mal geschehen ist, that become a filter that we look through. die dann plötzlich zu einem Filter geworden ist, durch den wir alles sehen oder durch den wir uns erleben. And we look through it 24 hours a day, 7 days a week. Und wir schauen durch diesen Filter 24 Stunden und die ganze Woche hindurch. And so it's not so easy to notice them. Und deswegen ist es nicht so einfach, diese Filter zu erkennen. Because we're so used to looking through them. Denn wir sind es so gewohnt, durch diese Filter zu schauen. In fact, we even believe that it's reality. Und wir glauben sogar, dass diese Filter die Wirklichkeit sind. So, one way you can check So, es gibt eine Art, das mal anzuschauen oder auszuprobieren. I would say anything less than ecstasy Also, es ist alles andere als Ekstase. there's some pattern playing. There's some pattern playing. Aha, da gibt es Muster, die gerade ablaufen. Can you say that again? Everything less than ecstasy? Yeah. To look at the things? Is that what you said? If your experience in this moment, Wenn du diesen Moment wahrnimmst, if it's less than ecstasy, wenn es weniger als Ekstase ist, Moment, then there's some pattern playing. dann kannst du sicher sein, da ist ein Muster, das gerade am Spielen ist. Yeah. So.
are not used to living ecstatically. Die meisten von uns sind nicht gewohnt, wirklich in Ekstase zu leben. As long as it's not too bad, we're okay. We're happy. Solange es nicht so ganz arg schlimm ist, sind wir eigentlich sehr zufrieden und vielleicht auch noch sogar glücklich. Ich kann mir das jetzt anhören, kann in diese Ruhe gehen, aber ich kann ja nicht wollen, ich kann ja nicht machen. Also ich muss warten oder nein, gar nichts machen. I can listen to it, I can go into the silence inside, but I cannot do anything. And yet I just, maybe I should not do nothing. Yeah. So, if we look at it in this moment, yes. Wenn wir uns das jetzt in diesem Moment anschauen, there's the habits playing, das sind die Gewohnheiten, die ablaufen, which when we look through a habit, it always feels like there's some kind of a problem. Wenn wir durch unsere Gewohnheiten oder durch die Brille unserer Gewohnheiten schauen, Life isn't just denken wir, da ist immer irgendwo ein Problem. Life isn't just beautiful. Leben ist nicht einfach dann schön. There's some sense of there's something wrong. Es ist immer so das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. In the moment we start to notice that, In dem Moment, wo wir uns dessen gewahr werden, it quietens down. wird es auf einmal still. And if we don't notice it, Und wenn wir es nicht wahrnehmen, our mind, our thinking runs. laufen unsere Gedanken The sense of there's something wrong runs. und der Gedanke, dass irgendetwas nicht stimmt, läuft. The sense of being under pressure. Das Gefühl, dass man unter Druck steht. All of that just keeps playing. Und alles spielt einfach sich selbst ab. How do we fall in love with peace, with love, with beauty? Und es ist, wenn wir uns anfangen, in Liebe oder in die Schönheit zu verlieben. Because it is, it's a love affair, yeah? Es ist wirklich eine Liebesbeziehung. Because you couldn't cry like that if you weren't in love with peace. Und du willst nicht so weinen, wenn du mit der Liebe, in die Liebe verlieben kannst. From time to time there's some tension and value, and when I allow it to come up, then it's become better for a while. Then the next tension is coming, and so your experience is that anything but slowly goes away or becomes the whole life? Also, von Zeit zu Zeit, da fühle ich, dass sich so in meinem Bauch so eine Spannung aufbaut.
Und dann, wenn ich mich darauf konzentriere oder reingehe, dann wird es wieder leichter. Und dann fängt es sich wieder an aufzubauen. Und ist das die Erfahrung, die man sein Leben lang macht, dass es so geht? Oder? In the end, we don't know. Because it can be peaceful for months, years, and then something touches. Also im Endeffekt ist es so, dass wir es nicht wirklich wissen. Es kann sein, dass es für Monate und Jahre ganz, ganz friedlich ist und dann auf einmal passiert was und dann ist es wieder anders. So we never know that it's finished yet. So wissen wir nie, wann es zu Ende ist. But what we do know is that we love. Aber was wir wissen, ist, dass wir lieben. Well, to me it feels like in the noticing when the system is sped up. Oder für mich ist es so, in dem Moment, wo ich wahrnehme, dass sich mein System beschleunigt. And there's presence, or just space. Und da ist einfach ein Sein und ein Stück Raum. And the system again calms down. Und wenn ich das wahrnehme, dann wird mein System wieder ruhig. So I find it beautiful. Und ich finde das einfach wunderbar. So it doesn't matter how many times it has to happen before this body is finished. Yeah. Und deswegen ist es für mich eigentlich egal, wie oft es passiert und ob es überhaupt endet oder nicht. Because in some way, Denn auf eine gewisse Weise, because the whole universe is an experience to us, weil das ganze Universum eine Erfahrung für uns ist. we feel each other. Wir fühlen uns gegenseitig. And so as you feel the field, Und wenn wir das Feld wahrnehmen oder fühlen, and this feeling it because you feel it in your body, und weil du es in deinem Körper spürst, and there's this noticing and just bringing it to peace. das ist einfach dieses Wahrnehmen und es immer wieder in Frieden zurückführen. So, I mean, I don't know if that ever stops. Ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. As long as there's anybody in the world that's having trouble, yeah. Solange es irgendjemanden in der Welt gibt, der noch irgendwo Schwierigkeiten hat. Feels like that I can't really relax. Also es fühlt sich einfach so an, als wenn ich nie wirklich entspannen kann. Okay, so you notice that. So, du hast jetzt das wahrgenommen. What happened? Und was geschieht denn? It opens up. Jetzt öffnet sich. Beautiful. And it is, it's amazing. Und es ist so. Und es ist absolut erstaunlich. If we notice, okay, the system isn't quite relaxed, Und wir spüren, dass unser System nicht so ganz, ganz ruhig ist. and we try to relax it, Und wir versuchen, dass es sich entspannt. it makes trouble. Und genau das macht Schwierigkeiten. But the moment there's just this gentle noticing, Aber in dem Moment, wo wir einfach nur ganz, ganz weich wahrnehmen, the system thinks it's not okay to relax right now. oh, mein System fühlt sich nicht so gut dabei, dass es sich entspannen möchte, Then it just relaxes by itself. dann entspannt es sich einfach ganz von selbst. It's funny. Und das ist ganz eigenartig. So the secret
So the secret lies just in the noticing of it. Just that. Okay. And opposites. Opposites, please. Achso, ich habe gefragt, ob das Geheimnis dann eigentlich nur darin besteht, dass man es wahrnimmt. Eigentlich, das ist, ja. I find that there is a difference, though. In some feelings are stronger than others, and then there is physical pain that's also different. I feel, sometimes. Sie sagt, dass es da Unterschiede gibt. Manchmal gibt es sehr starke Gefühle und manche Gefühle sind weniger stark. Yes, and sometimes you are feeling very well, you have worked through it. Und manchmal kennst du Gefühle sehr gut und du hast mit denen in Anführungsstrichen gearbeitet schon. And it makes it a lot easier to get into that moment. Und es wird dann viel leichter, wenn man dann in diesen Moment kommt. But then what do you do with the very strong moments or with physical pain? I feel it's just... Und was macht man aber, wenn man an diese ganz starken Gefühle gerät oder zum Beispiel auch an körperlichen Schmerz? It's a great question. It's like, for me, there's one of the things that I really haven't quite gotten to the center yet. I really don't know why we sit here, how and what. Das ist eine tolle Frage. Bei mir gibt es Punkte, an die ich komme, wo ich wirklich nicht genau weiß, was ich da machen soll. Also wo ich einfach nicht weiß, wie ich das... And yes, there's this awareness and I look at it and it's still strong. Ich weiß, ja, da gibt es diese Aufmerksamkeit und trotzdem sind diese Gefühle ungeheuer stark. Yeah. There's something to do. Yeah. So, in this moment, can you recall what you're having difficulty with? Kannst du im Moment vielleicht mal kurz nach innen schauen und einen solchen Moment herholen, in dem du Schwierigkeiten hast? And would you like to together explore it? Würdest du gerne jetzt das zusammen anschauen? Okay. So, what I've noticed is that if my system is having difficulty with a sensation. Also für mich ist es so, wenn mein eigenes System Schwierigkeiten hat mit irgendeiner Wahrnehmung oder einem Zustand, in dem ich bin. Very often the presence of somebody else can be a big help in assisting me. Und manchmal kann dann wirklich die Anwesenheit eines anderen Menschen Gold wert sein, der mir dann damit helfen kann. Someone once asked Buddha, is the Sangha, the other people that have the same interest, important? Einmal wurde Buddha gefragt, ist denn die Anhängerschaft oder die Menschen, die hier in der Gemeinschaft mit mir zusammensitzen, denn wirklich wichtig für mich? Or how important is it? Oder wie wichtig sind die anderen? And he said it's everything. It's everything. Und er sagt, es bedeutet alles. Let's take a moment. Nehmen wir uns einen Moment jetzt. What I would invite is just feeling the sensations. Und ich möchte dich einladen, eben in dieses Gefühl zu gehen. Without any story to them if possible. Aber ohne, dass da eine Geschichte mitspielt. In your mind. Und in deinen Gedanken. Invite us to be present with you in those feelings. Lade uns in those alle sensations. ein, dass wir mit dazugehören und in dem Moment dieser Gefühle auch mit drin sind. So you welcome us to be present with you. So lädst du uns ein, mit dir hier präsent zu sein im Moment.
change anything, not to fix anything. Nichts verändern zu wollen, nichts in Ordnung zu bringen. And tell me what you notice. Und sag mir, was du in dir wahrnimmst. There's a heaviness in my chest and towards my belly. Da ist eine Schwere in meiner Brust und in Richtung Herz. And at this moment, is that heaviness something that your system can handle or not handle? Can handle. It can handle, yeah. Ist es etwas, was dein System im Moment bewältigen kann oder nicht? And there's space for it, yeah? Und sie sagt ja, und er sagt ja, es ist Raum dafür, für dieses So Gefühl. at this point, it's not actually a problem, yeah? So eigentlich im Moment ist dieses Gefühl kein Problem. It's just a recalling of that sensation that I Yeah. normally know. Yeah. It's not as strong this moment. Yeah. Everybody's helping with you, yeah. Also es ist auf jeden Fall anders, weil das Gefühl, was ich sonst habe, das fühlt sich hier gar nicht mehr so stark an. Und es ist einfach, weil jeder einfach ein Stück mit hin bleibt. So let's keep staying with those sensations. So bleiben wir jetzt noch einen Moment mit dieser Wahrnehmung. Gently just resting with them. Und ganz einfach in Ruhe bleiben damit. And then noticing anywhere where, like, when the spin sensations has troubled us, normally the system tries to contain them or control them. Und einfach nur wahrnehmen, dass normalerweise, wenn das Problem kommt, dass wir irgendwie versuchen, es zu kontrollieren oder einfach einzuschließen. Just noticing anywhere where your nervous system is just automatically and consciously try to contain or control. Einfach mal hinschauen, wo das Nervensystem ganz, ganz automatisch versucht, dieses Gefühl wegzuschließen oder zu kontrollieren. And then what happens to the sensations? Und dann schauen, was diesen Gefühlen dann geschieht. Is it the same or is it different? Ist es so wie sonst oder fühlt es sich anders an? It's softer. Softer now. Es wird weicher. It feels like you can move it in your body. Fantastic, yeah. Es fühlt sich an, als wenn es sich im Körper bewegen kann. How beautiful, huh? How much effort was that? Und was hat es gekostet an Aufwand? Very little, huh? Ganz, ganz wenig nur. Amazing. Yeah. Erstaunlich. But you know, for most of us, when something troubles us, Aber für die meisten von uns, wenn irgendetwas uns Schwierigkeiten macht, we don't have a very good experience with asking for help. dann sind wir nicht so gut ausgerüstet, jemanden anderen um Hilfe zu bitten. Because many times when we ask for assistance or help, Denn oft ist es so, wenn wir jemanden um Hilfe bitten, people try to therapize us or fix us or something. dann versuchen Leute einfach uns eine Therapie aufzudrücken oder irgendwie uns wieder in Ordnung zu bringen. Rather than just simply being present with us. Anstelle einfach nur da zu sein. So maybe what we need to start to be able to do is ask, can you just be present with me? Und vielleicht liegt die Lösung darin, dass wir einfach nur fragen, I don't need any advice. kannst du einfach nur mit mir da sein? I don't need any therapy. Ich brauche keine Hinweise, ich brauche keinen Rat, ich brauche keine Therapie. I just would like some gentle presence. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du nur ganz sanft da wärst. Just to assist me. Einfach, dass du mir damit hilfst.
But you can see we haven't been, it's not in our culture that so much. Aber man kann ganz leicht sehen, dass das in unserer Kultur gar nicht so integriert ist. Or I haven't encountered it that much. Oder ich will lieber sagen, ich habe es nicht so oft angetroffen. It seems like more and more people are starting to recognize the beauty of being able to ask. Aber es scheint so zu sein, dass mehr und mehr Menschen einfach in die Schönheit gehen, zu fragen, den Mut haben zu fragen. Now just a few minutes have gone by since the break, since we started at the end of the break till now. What's changed again? Und jetzt ist es schon einige Minuten um die Zeit nach der Pause. Und was hat sich jetzt verändert? Has anything changed? Hat sich irgendetwas verändert? And if so, what? Und wenn, dann was? Feel through people opening up, it got more intimate. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass sich verschiedene Leute geöffnet haben mit ihren Sachen, dass es viel intimer geworden ist. Viel. Ja. Amazing, man. Erstaunlich. Deep rest. Tiefes Ausruhen, oder tiefe Ruhe. Ein tieferes Verständnis für die Sache. A deeper understanding of the whole matter. Oh, how beautiful. I'm so pleased for you. Please. I'm very thankful. I'm working here since Friday. And these are my first moments that I'm really calming down. And everything gets quieter and much wider. Sure. It feels like sometimes we are all sharing the same space. Can you translate that? Ich habe das Gefühl, dass wir alle denselben Raum
wahrnehmen. Dass wir alle im selben Raum sind und dasselbe teilen. Please. Ich habe eine Frage. It's about helping. It's about helping. Meine Frage hat zu tun mit helfen. Oder helfen wollen. I have students that I see that they're not maybe going down the right path for them, or what I perceive as not the right path. Ich habe Schüler, von denen ich manchmal das Gefühl habe oder meine, dass sie nicht den richtigen Weg einschlagen. But I don't say anything because Aber ich sage nichts, weil in a way is there any help? Can I really help somebody? Kann ich wirklich jemandem helfen? Or is this not my business? Oder geht mich das Ganze gar nichts an? There's an old joke about, Boy Scouts. Da gibt es diesen alten Witz, diesen Pfadfinderwitz, Who have to do a good deed every day. die jeden Tag eine gute Tat vollbringen sollten. So these 3 Boy Scouts come to the Boy Scout master. So gehen 3 von diesen Pfadfindern zu ihrem Pfadfinderoberhaupt And he said, what good deed did you do today? und fragen ihn, welche gute Tat hast du denn heute vollbracht? They said, we helped an old lady over the road. Und da sagte, who said it, the master or the other ones? The boys, the kids. Okay, the kids got asked Yeah. by the master. Okay. Die Jugendlichen wurden gefragt, diese Pfadfinder von ihrem Oberhaupt, welche gute Tat habt ihr denn heute vollbracht? Da hat einer von ihnen gesagt, ich habe heute einer alten Frau geholfen über die Straße. All 3 said, we helped an old lady. Alle 3 haben gesagt, wir haben einer alten Frau geholfen. So the master asked, why did it take all 3? Da fragten wir so, warum mussten alle 3 von euch das tun? Because she didn't want to go. Weil sie überhaupt gar nicht über die Straße wollte. Yeah, that's what I feel. Yeah. So Ja, das ist genau, was ich manchmal fühle. So let's play with it a little bit. Lass uns ein bisschen damit spielen. How can you guys help me in this moment? How could you help me I'm just present with myself. by being? Wie könnt ihr mir im Moment helfen? Ihr alle, wie könnt ihr mir im Moment helfen? Und sie hat gesagt, einfach indem wir präsent sind. Yeah. By asking me what I need. Yeah. Is one way. Vielleicht eine Art wäre, mich zu fragen, was brauchst du denn jetzt? Or by like literally giving me a quality of attention that's lovely to receive. Yeah. Oder einfach, indem er mir eine Energie schickt, die einfach sich wunderschön für mich anfühlt. Eine Aufmerksamkeit, ja. Etwas, was sich für mich gut anfühlt. In order for that to happen, Und damit das geschehen kann, means I can't be an object here. bedeutet, ich kann nicht einfach ein Objekt für dich sein. You have to feel me inside again. Yeah? Ihr müsst mich in euch selbst erstmal fühlen. And
and then you feel me, or you feel what's happening in me. Und dann fühlst du, was in mir geschieht, was wirklich mit mir los ist. How could I help you guys? Und umgekehrt, wie kann ich euch helfen? Same. Same, huh? Genau auf die gleiche Weise. And how can we help each other? Und wie können wir uns gegenseitig helfen? The same, huh? Yeah. Genau auf die gleiche Weise. So, when you're with your students, So, wenn ihr mit euren Schülern zusammen seid, if you with them, wenn ihr mit ihnen seid, there's no rule of how help looks. Yeah? da gibt es keine spezifische Regel, wie Hilfe jetzt aussehen könnte. With one, it might be a question that invites them to see something for themselves. Für manche kann es einfach nur eine Frage sein, die du stellen könntest, die ihn einlädt, bei sich hineinzuschauen. For another, it might be a word of encouragement. Und für den anderen ist es einfach ein Wort, das ihm Mut gibt. For another, it might be speaking to them about your experience. Yeah. Oder manchmal einfach, dass man mit jemandem über seine eigene Erfahrung spricht. There's no rule, really. Also es gibt kein vorgefertigtes Konzept. I'm not good with being strict, for example. Yeah. I can't do that. And some of my colleagues tell me, oh, you should give him a kick, he needs a push. And for me, this is something I don't want to do. Also ich bin nicht besonders gut darin, mit Leuten streng zu sein. Und meine Kollegen sagen mir immer, du musst den richtig an die Kandare nehmen, du musst dem wirklich einen Tritt geben, damit es vorwärts geht. Und sie sagen, das ist aber gar nicht mein Ding, das will ich gar nicht machen. Yeah. I don't respond very well to kicks. Er sagt, er reagiert auch gar nicht so gut, wenn er getreten wird. I don't know about you guys. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Do you guys respond well to kicks? Wie reagiert ihr auf einfach getreten werden, vorwärts getreten werden? Okay, when I'm being kicked, everything starts going into resistance. Everything starts? Going into resistance. Yeah, same for me, yeah. Ja, für mich ist es genauso. Yeah. I mean, it's interesting. Es ist interessant. If somebody speaks to you and tells you something that you know is true in a very gentle way, Wenn jemand zu dir spricht und dir etwas sagt, auf eine sehr, sehr sanfte Weise, von dem du weißt, dass es wahr ist, it's hard enough then to take it in. selbst dann ist es schwierig genug, das aufzunehmen. But when it comes with a kick, it's almost impossible. Aber wenn das dann auch noch mit einem Tritt kommt, dann ist es fast unmöglich, das annehmen zu können. Sounds to me like your colleagues only, they're feeling helpless, and what they know is, the only way they see is kicking somebody, because they don't see any other way to help the student. And that's the advice they give to you. So, es scheint mir so zu sein, wie ich sehe, dass deine Kollegen einfach selber hilflos sind und sie haben einfach keine bessere Antwort. Sie wissen nicht, was man tun könnte anstelle dessen. Und so empfehlen sie dir auch das zu tun. So my question would be, how can you help your colleagues?
wäre meine Frage einfach umgekehrt. Wie könntest du deinen Kollegen helfen? That's the problem. The students transfer to me because I don't take them around. Das ist genau das Problem, was meine Studenten, Jede Student. Achso, was die Studenten meiner Kollegen mir spiegeln oder sagen. Sie kommen zu mir. Aha. Sie wechseln zu mir. Okay, die Studenten von den Kollegen wechseln zu hier und sagen, ja, was können wir tun? Wir werden hier gekickt. You know, we often hear the word compassion. Wir hören oft das Wort Mitgefühl. It's such an important word. Es ist so ein wichtiges Wort. And it's so easily misunderstood. Und man kann es so leicht missverstehen. In English, it very often is mistaken for pity. Und oft im Englischen wird es so verstanden wie Mitleid. But Mitgefühl, to really feel with. Mitgefühl heißt in Wirklichkeit fühlen mit. Mitfühlen. Something else. Das ist was ganz anderes. It's beautiful. Was sehr Schönes. So when you ask for assistance, it was just Mitgefühl. Yeah? Und so als du um Hilfe gebeten hattest, da war einfach nur Mitfühlen oder Mitgefühl. And then for me, it always feels like a privilege when someone says to me, "Are you willing to feel with me?" Und für mich fühlt es sich immer wie ein besonderes Privileg an, wenn mich jemand fragt, magst du mit mir fühlen? So feel free to talk about anything that is on your screen, that's going on in your life, or anything that's interesting to you. Könnt jetzt beginnen, über irgendetwas zu sprechen, was euch berührt oder worüber ihr nachdenkt oder irgendetwas, was euch gerade interessiert. It doesn't have to be spiritual. Es muss nicht spirituell sein, unbedingt. Kinder. Ist eine Konditionierung. Kannst du es nochmal gerade sagen, was ich gehört habe? Bei unseren Kindern, wenn wir die jetzt sehen, dann auch eine Konditionierung. Well, when we educate our children, is that also then conditioning? Yes, yes, sure. Whatever conditioning we still have will be passed on to our children. We cannot help it. Also jede Konditionierung, die wir selber noch in uns tragen, wird ganz automatisch auf unsere Kinder übertragen. Wir können da gar nichts dran ändern. Es passiert einfach. What can we do? Was können wir daran tun? Well, I can do a lot. I can just take these veils away. Yes. And I can just change things. Yeah. Yeah. As Ben, you could say, the interest to live in a way that's beautiful. Einfach das Interesse daran, auf eine Art und Weise zu leben, die schön ist. To live this life as a love affair with all of existence. Einfach das Leben so zu leben wie eine Liebesgeschichte mit allem, was drumherum existiert.
We're at such a strange, exciting point in the whole of human evolution. Wir sind an einem so interessanten und aufregenden Moment in der menschlichen Geschichte der Evolution. Because at this point, denn zum jetzigen Zeitpunkt, it's not clear that we're going to make it as a species. es ist gar nicht so klar, ob wir es überhaupt schaffen, als menschliche Rasse zu überleben. We function in such a crazy way. Wir funktionieren im Moment auf so unfassbar komische Weise. And it's quite possible that we can make a shift. Und es ist schon ein wenig noch möglich, dass wir vielleicht daran etwas verändern können. And I would love it. Und ich würde mich darüber freuen. But the momentum of ignorance is huge. Aber das Momentum der Ignoranz ist so groß. So I love that you're interested in raising your children in as beautiful a way as you can. Und so gefällt es mir recht gut, dass du das Interesse daran hast, deine Kinder auf die schönstmögliche Art großzuziehen. It's beautiful. Dieses Lösen von Konditionierungen, jedes auch in andere Richtungen, also kollektiv oder? The changing of the conditioning, Wenn wir does it jetzt- also work into more collective ways? That's the way. Wenn wir Konditionierung lösen, zum Beispiel wir lösen eine Konditionierung, Okay, if we here now, if we just dissolve one conditioning, for example, wie wirkt sich das aus? auf das Kollektiv? what kind of effects does that have to the whole collective? It's all connected. Es ist alles miteinander verbunden. Das ist für mich aber paradox. Also wir sollen nichts machen und doch machen. Wir sollen stehen lassen und dann doch wieder die Aufmerksamkeit. To me, it's a paradox because on one hand we should not do anything, and then we should do something, and then I understand the confusion. Ich verstehe, was du meinst, die Konfusion darüber. It's not a doing. Es ist nicht etwas tun. It's a love affair. Es ist eine Liebesgeschichte. When I see, when I feel. Yeah. Ja, wenn ich sehe und wenn ich fühle, ja. It's a love affair. And somehow existence has picked us up for this love affair. Und irgendwie hat die Existenz uns dafür ausgewählt, für diese Liebesgeschichte. My life was going in a very different direction. Mein Leben ist in einen ganz anderen Weg gegangen. So much for plans. Und so viel zu Plänen. Das ist eine Erklärung dafür, warum die Ignoranz viel stärker war als die Liebe. Do you have any explanation why ignorance is so much stronger than love? It's not stronger. It's Es ist nicht stärker, es ist to me it feels like the fabric of the universe is love. für mich fühlt es sich so an, dass das Gewebe dieses Universums Liebe ist.
whether mankind continues or doesn't continue is not the big question for the universe. Und ob die Menschheit weiter besteht oder nicht weiter besteht, ist für das Universum eigentlich gar keine so wichtige Frage. From the human perspective, it's very important. Aus der Sicht eines Menschen ist das eine sehr, sehr wichtige Frage. But, you know, dinosaurs were around for 200 million years. Dinosaurier waren auf der Erde für 200 Millionen Jahre. And then, und dann auf einmal, gone, yeah. über den Fingerschnips waren sie weg. Man has been around for how long? Und die Menschheit ist endlos. Wir schon, wie lange? Not long, yeah. Gar nicht so lange. So. This universe is so big, yeah? Das Universum ist so unendlich groß. So intelligent. So intelligent. It's incredible. Unglaublich. There's such an opportunity here. Und es besteht so eine Gelegenheit jetzt hier. I'm really curious to see how it unfolds. Yeah? Ich bin wirklich neugierig und gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. You know, your question about raising children is a very big one. Die Frage nach dem Erziehen von Kindern ist wirklich eine sehr, sehr große Frage. Because when I look and see how much difficulty we have relating to each other, und wenn ich mir anschaue, wie viele Schwierigkeiten wir alleine haben mit uns gegenseitig. Men and women and Männern, mit Frauen, and families. und Familien untereinander. Oh, wow, it's not easy. Es ist überhaupt gar nicht einfach. So, for me, when we come together like this, und für mich, wenn wir so zusammenkommen wie heute, and we have a chance to explore together and live together. Und wenn wir eine Chance haben, gemeinsam Dinge anzuschauen und zu untersuchen, It's an incredibly good fortune. das ist ein ganz, ganz großes Glück. I mean, it's interesting. We once our systems get a little bit quieter, Wenn unser Inneres langsam ruhiger wird, we can see so much more clearly here. können wir so viel klarer schauen.
And then, as people speak about what's going on in their lives, we can start to unwind, untangle some of these things. Und in dem Moment, wo hier einer von uns beginnt, Dinge zu fragen, wird es so viel leichter anzufangen, Dinge zu entwirren und klarer zu machen. Usually whenever we have a meeting, we don't have any agenda. Normalerweise, wenn wir uns zusammenfinden, dann haben wir keinen vorgefertigten Plan. Sometimes it just gets quiet. Manchmal wird es einfach nur ganz still. And sometimes there's some really deep inquiry that goes on. Und manchmal gibt es ganz, ganz tiefe Fragen, die wir angehen. And we can't make it happen or force it, it just happens like it happens. Yeah? Und wir können es nicht erzwingen, es geschieht einfach so, wie es geschieht. I don't know if I have a question. Aber in mir läuft ein tiefer Prozess. Inside of myself, there's a deep process running. Und ich habe den Eindruck, dass die Wertgebung der Dinge oft der ausschlaggebend ist für das, wie wir es tun. And I have the feeling that the value that we put onto things is very important for the way we feel about things. Definitely. Und ich habe dann den Eindruck, selbst wenn es zerstört oder schlechte Dinge konditioniert werden, schlechtes, dann ist es trotzdem. And I have the feeling, even if things happen and conditionings happen that seems to destroy or are bad, then I still feel it's good. Die Liebe. Okay, the love in these things. Und genau das bei meinen Kindern. Also es ist wichtig für mich, ich habe auch 3 Kinder und für mich hat sich sehr viel verändert in der Beziehung zu meinen Kindern, als ich es losgelassen habe, Vorstellungen zu haben, wie es gut oder wie es schlecht ist. Okay, I myself have 3 children, and I felt everything got so much better, and I have a better relationship to my children the moment I let go to think what is good for them or right for them or not. Mm-hmm. So everything got better than when I let go of that. Mm-hmm. Yeah. Beautiful to see that there. Also another trap is wanting to be a good parent. Und genauso eine andere Falle ist es, zu denken, ich möchte ein guter Vater oder eine gute Mutter sein. So it's quite a paradox, yeah? Ein ganz schönes Paradox hier. When we want to be a good parent, wenn wir ein guter Elternteil sein wollen, it usually makes trouble. dann führt das meistens irgendwie zu Problemen. Because we start to be stressed, yeah? Denn plötzlich kommen wir in Stress. And instead of being easy, we are stressed. Und anstatt dass wir es leicht haben sollten und unbeschwert, wird es alles sehr stressig. You know, something funny, one day I was with my son in the kitchen and my son said to me, you know, Mommy, look, you stop trying to be a good mother and I stop trying to be a good son. You know? And I said, okay, great, let's do that. You know? And a lot of times I think about that, you know. He said, just that I stop being a good son and I stop that, and he just said it. It's great. It's funny.
hört sich für mich hier so leicht an, aber wenn ich in der Praxis von Schule und Unterricht versuche, das umzusetzen, dann ist es für mich ein einziges Rätsel. Okay, here it sounds so easy, you know, but when I'm in the situation of being in school with my students, you know, when I try to do that, it is so difficult. Yeah. It's like a fairy tale. It sounds like a fairy tale. Yeah. It is interesting that our habits have a certain momentum to them. Also es ist manchmal schon eigenartig. Es gibt so Angewohnheiten und diese Angewohnheiten haben ein richtiges Momentum. And yet we have this interest. Und zur gleichen Zeit haben wir dieses Interesse. And what's strange is that sometimes in the middle of something we know comes in our mind again. Und manchmal mittendrin gibt es diesen Moment, wo irgendwas wieder in unsere Wahrnehmung kommt oder in unsere Gedanken kommt. And then something new happens. Und dann fängt etwas ganz Neues an. So we've had many school teachers in the meetings over the years. Und so hatten wir viele, viele Lehrer im Laufe unseres Lebens auf dieser Erde. And some of the things that they say, they've noticed has changed. Say again what you said before. We've had many teachers in these meetings, school teachers. Okay. Wir hatten in diesen Runden, die wir haben, viele Schullehrer. Entschuldigung. And quite often we hear from them when they were in the classroom and something happened that was new. Und oft haben wir von ihnen gehört, dass etwas im Schulraum passiert ist und dann ist was Neues passiert. It's inspiring. Und es ist immer wieder inspirierend. Instead of the old happened, something new happens. Instead of the old habit. Und anstelle dieser alten Gewohnheit geschieht etwas Neues. But it's not something you can plan or make happen. Aber es ist nichts, was man planen kann oder was man forcieren kann, dass es geschieht. We have a few school teachers here. Einige Lehrer hier. You're a school teacher. And you're a university teacher. You're the headmaster. Ein Direktor, kann man sagen, ja? Und Geschäftsführer einer Schule. And you? Ja, es ist ein Titel in Deutschland, einfach Studiendirektor, just matter anything. It's not a director and it doesn't mean anything. Maybe I can share one experience. So about 5-6 years ago, I was about to throw down the whole job because I thought I couldn't do it anymore. Also vor 5-6 Jahren, da habe ich einfach so die Nase voll gehabt, da habe ich gedacht, ich schmeiß den ganzen Laden jetzt einfach hin. And all that we talked here with you, Isaac, for example,
it seemed to me like a very, very, very big contradiction to that what I had to do every day. Und für mich schien das, worüber wir hier reden jetzt, so ein riesen Gegensatz zu sein zu dem, was ich jeden Tag zu tun hatte. And all of a sudden, since maybe about 4 years, und ganz plötzlich, ungefähr seit 4 Jahren jetzt, it somehow integrated, and it's no problem anymore. hat sich das sometimes really it is, I go to school, I work with my students and with my children, and sometimes I'm really in bliss, and for that I'm getting paid for. Also, was gesagt hat. And I didn't do that. I really can say I didn't do that. It just happened. Also, vor etwa 4 Jahren hat sich daran was geändert. Da hat sich das Ganze, was erstmal so wie Gegensatz schien, total integriert. Und ich arbeite jetzt mit meinen Studenten und auch mit meinen Kindern. Und es ist totaler Bliss, oder mir geht es so gut dabei. Und dann darüber hinaus werde ich auch noch dafür bezahlt. Das ist einfach nur noch schön. Und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich kann nicht sagen, dass ich das irgendwie gemacht hätte. Ich habe nichts gemacht. Es ist einfach geschehen. Naja, doch, er hat schon was gemacht. She says, well, he has done something. She's my wife. She has another. Ich habe auch was gemacht. Und sie sagt, sie hat auch was gemacht. Und es ist seine Frau, die neben mir sitzt. Die Aufmerksamkeit einfach immer draufgelegt. Wie, was passiert, wie spielen die Muster, ganz streng. Okay, wer hat die Aufmerksamkeit gelegt? Okay, so she said that he did something. He really focused very sharply on all the patterns, how they work and how they arise and how they come and what they do. So continuously somehow. Yeah. That's what she said that he had Das done. war nicht immer sehr angenehm. And it was not always very pleasant. No. for the both of them. But that's what happens. It literally happens. At some point you can. It just there's no option anymore. Also es gibt einen Punkt, an dem es einfach gar keine andere Wahl mehr gibt, als das zu tun. Und dann kommt auch sehr viel zurück von außen. And then a lot returns from the outside, Also von den Schülern zum Beispiel. like from the students. Oh, for sure. Okay. Anything that anyone wants to say before we finish? Gibt es noch irgendwas, was jemand sagen möchte, bevor wir hier zum Ende kommen? Thank you. Yeah, thank you. Yeah, great. Tschüss.